Hi und herzlich willkommen zu meinen Projekten in der Handarbeit. Ich war ja im Urlaub für ein paar Tage und da hatte ich auch hier die Sachen mit. Ja, anders als gedacht, kam ich da gar nicht so viel zum Handarbeiten, denn ja, wir hatten jeden Tag etwas anderes vor und haben das dann natürlich auch gemacht mit der Familie. Ja, nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen was gehandarbeitet, auch jetzt die vergangene Woche. Und ich wollte dir einfach mal den Stand zeigen. Genau. Ich würde sagen, wir starten am besten erstmal hier mit dem kleinen Strickgut. Also das sind 6er Nadeln und das wird ja der erste Teil von vorne von meiner Weste und ja, wird jetzt nur noch nach oben gestrickt. Das letzte Mal habe ich es dir gezeigt, da waren wir hier und jetzt kam das Stückchen dazu. Ich bin damit ganz zufrieden, denn jetzt, wo es wirklich Sommer ist sozusagen, ja, greife ich auch jetzt gerade nicht so viel zu meinen Projekten von der Handarbeit her, weil ich dann einfach gerne draußen bin und spazieren gehe und alles und deswegen, ja, es ist wie es ist. Ne? Ja, das Strickgut hier, der Westenteil, stricke ich mit dem Garn von Gründel, Pretty und ja, da sind die Angaben. Polyacryl ist es 100%. Davon habe ich noch ein paar Knäule. Also der Knäuel wandert jetzt einmal komplett in das hier rein. Und je nachdem, wenn es dann reicht von der Länge her mit meinem Rückteil, dann wird das andere Teil angefangen. Und wenn es nicht reicht, wandert da halt noch ein Stückchen von den anderen Knäulen mit rein. Ganz einfach. Ja, aber das Stricken macht Spaß, es beruhigt. Ich finde es sehr angenehm. Hätte ich nicht gedacht, weil ich immer gedacht habe, das wäre sehr, sehr anstrengend und man müsste viel schauen und zählen und machen. Aber das ist gar nicht so. Also es ist wirklich schön. Ja, ich versetze mal noch den Markierer. So. Und dann wissen wir fürs nächste Mal, wo ich es dir gezeigt habe. So. Und dann habe ich noch hier an meinem Kleid gehäkelt. Das ist einmal das Garn dazu, 53% Cotton, 43% Pack, 4% Metallic, hat 1000 Meter. Es ist von Yarn Art und Flowers Moonlight. Ich glaube, der hieß, hier ist die Farbnummer, die 3284. Es ist nicht mehr viel da. Ja, den Rockteil sozusagen häkle ich mit einer 4er Nadel. Ich zeige es dir gleich, ich falte es gleich auf, damit du es richtig siehst. Und oben den Part habe ich mit einer 3er Nadel gehäkelt. So. Oben das sind 2 Hexagone, die ich aneinander gehäkelt habe. Den Kopfbereich habe ich dann natürlich ausgespart, den habe ich offen gelassen. Habe mir an den Seiten 3/4 Ärmelchen gemacht, weil ich die persönlich sehr, sehr mag. Und ja, nachdem ich die beiden Hexagone zusammengehäkelt habe, habe ich unten angefangen mit einer 4er Nadel
den Rockteil zu häkeln. Und ja, es wächst vor sich hin. Du siehst auch, es geht so ein bisschen auseinander. Das ist ja auch, weil die Nadel jetzt eine Nummer größer ist. Ja, und ich muss sagen, ich bin damit ganz zufrieden. Der eine Knoll ist da jetzt komplett drin und jetzt kommt noch der zweite hier unten mit dran. Ich bin mal gespannt, denn wenn man so guckt, hier haben wir ja auch schon den Übergang und hier den Übergang. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen, denn das geht mir jetzt gerade sozusagen bis an den Po, aber noch nicht über den Po. Wenn nicht, wird es halt so ein längerer Pulli oder wie nennt man das dann? Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall wird es dann einfach ein längeres Oberteil. Ja, aber ich hätte es halt schon gerne, wenigstens als einen kleinen Rock, damit man da, weiß nicht, so eine Leggings oder sowas drunter ziehen kann. Damit das schön sitzt. Genau. Ja. Das Muster hier habe ich in einem Granny erklärt. Und das Granny musst du ja einfach nur erweitern in ein Hexagon, wenn du das so nacharbeiten möchtest. Und dann unten einfach nachher in Runden den Rock dran häkeln. So. Ja, letztes Mal hatte ich es dir hier gezeigt. Die paar Reihen kamen jetzt noch dazu. Wie gesagt, ich bin zufrieden. Für die Zeit ist das sehr, sehr schön. Ich habe in unserem kleinen Urlaub, dachte ich eigentlich, hätte gerne mal morgens auf der Terrasse gesessen und gehäkelt. Wir hatten ein Haus gemietet, im Harz waren wir und da hatten wir ein Haus gemietet. Und ja, das war aber nicht der Fall. Also das war nicht gegeben, dass man da morgens sitzen konnte, weil ja vormittags und nachts hat es meistens geregnet, was ja auch nicht schlimm ist. Aber man konnte dann halt nicht am nächsten Tag gleich morgens draußen sitzen. Ja, es ist nicht schlimm. Es ist so, trotzdem habe ich ein bisschen was gehäkelt. Aber wir haben auch sehr viel so gemacht. Also ich war sehr, sehr viel mit meiner Hündin und der Familie spazieren. Die Wege da sind ja wirklich traumhaft schön. Auch schön befestigt. Also es ist jetzt nicht so wie bei uns hier im Wald, dass das dann so ein bisschen Stolperwege sind. Wobei ich gehe sehr, sehr gerne bei Waldwegen einfach querfeldein. Aber das mache ich nur, wenn ich mit meiner Hündin allein unterwegs bin. Und anders halten wir uns schon an die Wegvorgabe sozusagen. Ja, aber im Harz, wie gesagt, war es sehr schön. Man konnte die Wege sehr gut laufen. Es war super ausgeschildert alles. Zumindest in der Region, wo wir jetzt waren. Und wir waren in der Nähe von Goslar die paar Tage und waren da dann, wie gesagt, im Wald unterwegs. Und auch auf, ich glaube, Boxberg heißt er, sind wir mit der Seilbahn hoch und sind den runtergewandert. Da waren auch noch so kleine Attraktionen für die Kinder oben. So eine Sommerrodelbahn. Ich glaube, 2 Ausführungen waren das. Und ja, noch andere Sachen. Aber die Kinder hatten sich für diese Sommerrodelbahn entschieden und sind die dann gefahren. Und ja, mein Mann und ich haben uns dann oben so ein bisschen immer nur umgeguckt. Und da war auch ein Seilgarten, das fand ich sehr spannend, aber der hatte nur an bestimmten Tagen
auf und gerade wo wir halt da waren, hatte er halt nicht auf. Aber gut, das ist manchmal so. Ist auch nicht schlimm. Aber das war eine sehr schöne Sache dort. Und was ich auch sehr interessant fand, war, dass dort oben auch so ein, ja, wie heißt das, ein Nachtmuseum ist. Das war auch sehr interessant. Konnte man schön schauen. Mit auf dem Boxberg hatte ich auch meine Hündin mit dabei. Also die war dann an der Kurzleine dran. Und später, wie wir runtergewandert sind, den Part durfte sie dann an die Langlaufleine. Ja, weil den Wald kenne ich nicht. Es kommen auch Leute entgegen oder laufen mit einem runter und dann habe ich den Hund wirklich lieber an der Leine. Da fühle ich mich persönlich ein bisschen besser. Ja. Genau. Aber ja, das kann jeder handhaben, wie er möchte. Sie hört auf Abruf, also der Abruf sitzt bei ihr. Wir hatten jetzt nur einmal eine Situation, da war sie aber jünger. Da war das ein bisschen schwieriger mit dem Abrufen, aber bis jetzt, toi toi toi, sitzt er. Und sie kommt auch zuverlässig. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Ich meine, sie ist ja ein bisschen größerer Hund, sie ist ja ein Labrador. Und deswegen finde ich, müssen manche Sachen da einfach sitzen. Ja, was haben wir dann noch gemacht? Also wir waren auf dem Boxberg mit der Seilbahn. Dann sind die Kinder diese Rodelbahn gefahren. Dann haben wir noch Minigolf gespielt. Ja, beim Minigolf hatten wir eine kleine Wette am Laufen. Der mit den meisten Schlägen musste abends die Küche machen. Gekocht habe ich immer erst abends. Und ja, das war eine ganz lustige Sache, weil ich dann dachte, naja, die Küche machen, das macht dann wieder ich, ne? Weil ich bin so Spielen nicht geschickt. Aber ich war es nicht, der die Küche machen musste. Also das war wirklich eine schöne Sache. Mein Mann musste die Küche machen. Und er ist eigentlich da sehr, sehr ehrgeizig bei sowas, auch wenn es nur um den Spaß geht bei den Spielen. Aber ich meine, vielleicht kennst du das, manche Leute sind da wirklich sehr, sehr ehrgeizig. Und ja, er ist halt so jemand, er wird jetzt nicht böse oder sowas, wenn er verliert, aber er will schon gewinnen. So. Und da fand ich das, Entschuldigung, ein bisschen lustig, dass er dann, ja, die meisten Schläge halt hatte. Und er dann die Küche abends gemacht hat. Und das Kochen dort dann fand ich auch super angenehm, weil er hat das dann gehandhabt, indem er hingegangen ist. Und während ich gekocht habe, kam dann immer nur, brauchst du das noch? Möchtest du was anderes haben? Kann das weg? Kann ich das schon aufräumen? Und sehr, sehr gut. Da war die Küche dann nachher gemacht. Ja. Und ich konnte wirklich so nach dem Motto, ich rühre im Topf um, leg den Löffel hin. Ah ja, kann der weg? Brauchst du den noch? Und das fand ich mal irgendwie ganz, ganz süß. Ganz schön. Ja, das war eigentlich so zum Großteil der Urlaub. Es waren ja auch nur ein paar Tage. Wir sind staufrei hingekommen, staufrei zurückgekommen. Ganz, ganz toll. Ich meine, wir fahren auch nicht lang. 3, 4 Stunden sind wir hingefahren und zurückgefahren.
Also eine Fahrt. Und auch das hat alles gut geklappt. Wir hatten Brötchen dabei, weil ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber beim Autofahren, wenn wir längere Strecken haben oder auch Urlaub dann fahren, dann ist es so, dass die Kinder unglaublich Hunger haben. Also vielleicht ist das dann auch diese kleine Langeweile, ja, die dabei entsteht, weil sie ja nichts anderes zu tun haben, als wir sitzen hier und fahren. Ja, ich meine, bei meiner Tochter ist das nochmal was anderes. Die hat ja diese Reiseübelkeit, also die hat keinen Hunger während der Fahrt. Die sitzt da mit ihrer Zitrone, mit ihrer frischen Zitrone. Das hilft ihr halt. Wir haben schon mehrere Sachen ausprobiert und das hat ihr bis jetzt am besten geholfen. Die sitzt dann halt da mit ihrer frischen Zitrone und konzentriert sich darauf, dass das schnell vorbeigeht. Ja, jetzt hatte ich noch gelesen, da eine liebe Zuschauerin hat geschrieben, dass man da ja auch so Akupunkturbänder sich kaufen kann, organisieren kann. Und das wollen wir das nächste Mal ausprobieren. Ja, damit sie da einfach nochmal vielleicht ein bisschen noch entspannter fahren kann. Denn für sie ist das sehr, sehr unangenehm. Ja, sie hat diese Reiseübelkeit wirklich in jeder Situation, ob das jetzt mit dem Bus ist, mit dem Auto ist, mit dem Zug ist. Das hat sie aber schon von klein auf gehabt, also von Babyalter an. Und wie gesagt, wir haben da einiges ausprobiert und wir sind bei der Zitrone hängen geblieben. Ja, aber gut, die Ärztin damals hatte uns gesagt, dass sich das alles verwächst. Und ich habe jetzt auch schon von ein paar gelesen, die auch geschrieben haben, es hat sich bei ihnen, sie hätten das auch gehabt und es hat sich gegeben. Und deswegen bin ich da immer noch guter Dinge, dass sich das irgendwann legt im Alter. Ja. Oder sie, wenn sie es nicht legen sollte, sie ein Mittelchen findet, was ihr selber hilft. Ja. Genau. Ja. So war der Urlaub. Wie gesagt, sehr, sehr schön, schön entspannt. Abends war bei uns sozusagen ein bisschen Familienzeit oder noch mehr Familienzeit angesagt als üblich. Also ich dachte ja wirklich abends, ja, hängt jeder seinen Sachen nach, so nach dem Motto. Aber das war nicht der Fall. Das Haus, das wir hatten, hatte unten in den Kellerräumen, die auch wohngerecht fertig gemacht waren, hatten sie Tischtennisplatte und Kicker und alles. Und ja, also da haben sich die Kinder abends dann mit meinem Mann dran vergnügt. Ja, ich jetzt nicht so sehr, weil das halt einfach nicht so mein Fall ist. Aber ich habe wenigstens dabei gesessen. Ja, also ich war dabei, habe manchmal nur die Punkte hin und her geschoben. Aber ja, selber gespielt halt nicht so. Ja. Ja, aber dann haben die wirklich da abends dann nach dem Essen, ja, so von 7, 8 Uhr an, wurde dann Kicker bis um 23 Uhr gespielt. Da war ich auch froh, muss ich ja auch sagen, dass wir neben unserem Haushalt noch Freifläche hatten vom Grundstück her und dass da keiner gestört wurde, denn das war manchmal in manchen Situationen recht laut. Ne? Mein Mann, der nicht gerne oder nicht so gerne verliert, gegen 2 Kinder,
Und die haben sich richtig gut geschlagen. Also ja, doch, das haben sie wirklich gut gemacht. Es war immer sehr abwechslungsreich, mal der eine, mal der andere gewonnen. Aber wirklich toll. Haben sie gut gemacht. Ja, und dann sind sie halt abends in die Haie gegangen dann, nachdem sie da fertig gekickert hatten. Ja, aber der Kicker war mehr Anlaufpunkt wie die Tischtennisplatte. Genau, weil beim Kicker konnten sie zu dritt spielen und beim Tischtennis haben sie halt immer nur zu zweit gespielt. Aber ja, deswegen war der Kicker interessanter für alle drei. Ja, das war der Urlaub, so ein bisschen so grob gesagt. Wie gesagt, die Gegend dort ganz toll, kann ich nur für Leute, die gerne in der Natur sind, empfehlen. Ich meine, ja, man hat gesehen, da war der Borkenkäfer. Ja, manche Stellen sind ein bisschen kahler, will ich jetzt nicht sagen, aber halt nicht so voll mit den Bäumen. Ja, aber da wurde uns auch von den Einheimischen gesagt, ja, das gibt sich auch wieder. Das war früher schon mal so und dann jetzt noch mal so und dann gibt sich das wieder. Es wächst ja auch alles wieder und da haben sie auch völlig recht. Ja. Aber trotzdem sehr, sehr schöne Gegend. Da würde ich jetzt persönlich sagen, da würde ich noch mal gerne hinfahren. Ja, schon allein, weil es da allen wirklich gut gefallen hat. Ja, ich hatte dir zwar nicht so viel von den Projekten her zu zeigen, aber ich hoffe, dir hat das jetzt auch so ein bisschen gefallen, dass ich dir sozusagen vom Urlaub erzählt habe und vielleicht auch ein bisschen mit dir gehäkelt habe, vielleicht. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mir natürlich ein Däumchen nach oben da lässt. Und ja, vielleicht auch einen lieben Kommentar, wenn du möchtest. Vielleicht hast du noch eine Idee für diese Reiseübelkeit, für diese Reisekrankheit. Das wäre toll. Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Und dann würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, hab noch ein wunderschönes Wochenende, wunderschöne Tage. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.